Hallo, liebe Brettspiele, die Freunde. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute eine weitere Messevorschau. Heute geht es um die Erweiterung. Dieses Jahr kommen einige sehr interessante Erweiterungen raus und ich zeige euch jetzt 10 Stück, die mich am meisten interessieren. Ich hatte tatsächlich noch mehr auf der Liste stehen, aber ich habe mir die 10 ausgesucht, die mich am meisten interessieren, werde mir die anderen aber auch angucken. Dann wollen wir mal direkt loslegen. Los geht's. So, wir legen direkt los mit der ersten Erweiterung. Und zwar die Erweiterung für Bierpioniere Bierboom. Diese Erweiterung bringt uns 5 Erweiterungsmodule, die wir ins Spiel einbauen können. Hier steht aber geschrieben, dass man nicht mehr als 2 auf einmal mit reinnehmen sollte. Neu dabei ist, wir können eine Hausmarke Bier brauen, die sonst kein anderer brauen kann. Wir haben neue Spezialisierungen. Wir haben Bierabfälle, die wir irgendwie entsorgen müssen. Das gab es im Grundspiel auch nicht. Und unter anderem wird es auch eine Eisenbahn geben, mit der wir neue Märkte erschließen können. Ich denke mal, da können wir unsere Bierlieferung auch weiter in weiter entfernte Länder liefern. Und außerdem erhält die Erweiterung einen Solo-Modus und die Regeln und Komponenten für diesen Solo-Modus sind ebenfalls in diesem Paket enthalten. Die Erweiterung ist aber nicht ganz günstig. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, ich habe gesehen, 38 Euro oder so. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Hängt davon ab, wie groß sie ist. Muss man sich wirklich mal anschauen. Ja, sind die Module umfangreich? Ist da viel Material dabei? Auf jeden Fall war Bierpioniere eins meiner Highlights bis jetzt dieses Jahr. Und da werde ich mir die Erweiterung auf jeden Fall auch anschauen. Dann eine Erweiterung zu einem weiteren Spiel, was mir letztes Jahr sehr gut gefallen hat. Ich glaube sogar mit am besten. Es gibt ist allerdings so eine Mini-Erweiterung zu Darwin Journey Komodo Dragon. Diese Erweiterung führt neue Elemente ins Museum ein. Wir haben hier 20 neue Bonusplättchen, die die vorhandenen Bonusmünzen ersetzen sollen. Diese neuen Plättchen können wir verdienen, indem wir Exemplare abliefern im Museum. Und dann wird es auch noch eine Bonusausstellung geben. Und dafür ist dieser Komodo-Varan wohl zuständig. Ja, den muss man wohl erforschen. Und dann kann man diese Bonusausstellung auch besuchen. Soweit, wie ich jetzt verstanden habe, ist nur eine Mini-Erweiterung. Von den Bildern her sehen wir hier nicht viel. Ist ja einfach nur das Cover zu erkennen. Wird bestimmt so eine kleine Packung sein. Keine Ahnung, zum Preis kann ich noch nichts sagen. Werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Darwin Journey ist echt immer noch ein mega klasse Spiel. Dann eine Erweiterung für ein weiter klasse Spiel, was mir sehr gut gefällt. Es gibt jetzt die erste Erweiterung zu Faraway. Gibt es noch nicht in Deutsch, nur bei Catch-Up Games. Ich denke mal, Englisch oder Französisch wird es sein. Aber Faraway ist ja völlig sprachneutral. Und hier sehen wir ja die Karten der Erweiterung. Und ihr seht, ja, ist auch kein Text drauf wie vorher, die Symbole, die Zahlen, also da kommt man auch mit klar, wenn man die französische Version sich holt. Mit dieser Erweiterung können wir unter anderem Faraway dann mit bis zu 7 Personen spielen. Ihr seht hier ein bisschen das Bild, ja, es ist nur so eine Pappe mit ein paar Karten drin. Ich meine, das Material ist ja jetzt nicht so umfangreich, ja. Von daher denke ich, wird sie auch nicht so teuer sein. Ich bin mal gespannt. Und es gibt wohl 2 neue Anführer und beide helfen uns, weiteren Ruhm zu erlangen. Kann ich jetzt nichts mit anfangen. Ich bin mal gespannt, ich schaue mir mal an, so wie ich es da sehe. Sieht eigentlich alles aus wie vorher. Hier gibt es halt dann extra so Wertungskarten. Ja, da sind alle Symbole drauf. Hier haben wir einmal 28 Punkte. Ja, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Letztes Jahr war ich ja ein bisschen spät dran. Ich habe Faraway erst nach der Messe mitbekommen. Habe mir dann für, teuer Geld in Frankreich bestellt. Zum Glück konnte ich ein paar mitbestellen, wo auch Leute aus der Spielgruppe noch welche abgenommen haben. Und dieses Jahr bin ich aufmerksamer und werde mir direkt die Erweiterung dort besorgen. Dann eine weitere Erweiterung, die nicht fehlen darf. Und zwar hier die zweite Erweiterung zu Mischwald, die Waldrand-Erweiterung. Diese Erweiterung bringt uns wohl neue Flora- und Fauna-Karten mit rein. Wir sehen auch wieder das Artwork, ja, wirklich schön. Das hat mir ja vorher schon gefallen. Wir haben hier neue Pflanzen, wir haben hier Tiere. Auch hier ist auch wieder hier der kleine Wildschweinchen. Es gibt neue Vögel. Ich denke mal, wird so ähnlich sein wie die Alpine-Erweiterung. Ja, diesmal jetzt so mit Tiere, die halt am Waldrand leben. Hier sehen wir kurz, was drin ist. Hier haben wir 36 Karten und eine Spielanleitung, die jetzt dazukommen. Und er gibt eine neue Kartenart hier, Sträucher. Die hatten wir vorher auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Karten waren denn in der Alpine-Erweiterung? Kommt auch ungefähr hin, oder? Müssten eigentlich auch so um die 30 gewesen sein. Das war der Mischwald Waldrand. Bin mal gespannt, wie viel da noch gibt. Gibt ja noch verschiedene andere Waldarten. Dann eine weitere Erweiterung von einem tollen Spiel, was letztes Jahr auch eins meiner Highlights war. Und zwar gibt es schon jetzt eine zweite Erweiterung von Nucleum, der große Rat. War ja am Wochenende auf den BWX-Tagen, da stand sie schon in Deutsch. Weiß nicht, ob die jetzt zur Messe vorrätig sein wird, aber ich gehe schon davon aus. Ansonsten, ich habe meine jetzt schon
letzten Monat vorbestellt gehabt bei Board & Dice, da bekommt er eine Promo mit dabei. Und ihr seht ja hier, das Ganze ist wieder sprachneutral. Und die Erweiterung führt mehrere neue Konzepte und Regeländerungen ein, die man entweder dem Basisspiel oder der anderen Erweiterung Australien mit hinzufügen kann. Man kann zum Beispiel durch Gerichtsaktionen, die jetzt neu ist, Arbeiter zu politischen Parteien schicken und sogar versuchen, der Anführer dieser Partei zu werden. Und schafft man das, bekommt man wieder verschiedene Vorteile. Außerdem haben wir in der Erweiterung 2 neue Experimente, neue Aktionsplättchen und neue Verträge und so weiter. Also more of the same, was wir vorher schon hatten. Wie gesagt, auch hier haben wir jetzt noch nicht so viele Bilder. Ich bin gespannt, hört sich auf jeden Fall interessant an. Ja, ich kann mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen mit den Parteien, aber habe ich mir auf jeden Fall schon gegönnt. Und werde ich dann darüber berichten, wenn ich es gespielt habe. Nukleum, der große Rat. Dann geht es weiter mit einer weiteren Erweiterung vom Spiel, was mir auch sehr gut gefällt. Und zwar gibt es die erste Erweiterung von The Whale of Eternity, die Artifacts-Erweiterung. Die wird es momentan noch nicht in Deutsch geben. Ich gehe mal davon aus, dass Pegasus das hinterher auch lokalisiert. Momentan haben wir die halt vom Mandu Games und irgendein englisch- oder amerikanischer Verlag. Diese Erweiterung bringt 28 neue Kreaturenkarten mit und zusätzlich, so wie der Name schon sagt, wird es Artefakte geben. Das Spiel läuft grundsätzlich so ab wie vorher. Es werden also Kreaturen aufgedeckt, doppelt so viel wie die Spieler, die mitspielen. Und anschließend bekommt jeder Spieler, zieht ein Artefakt. Das werden wohl diese hier sein. Und so wie ich da verstehe, diese Artefakte geben entweder Soforteffekte oder halt dauerhafte Effekte. Zu Beginn jeder Runde gibt es halt ein neues Artefakt. Ich denke mal, ich stelle mir jetzt so vor, dass man halt die Artefakte hier immer wechselt. Ja, man kann sich immer eins aussuchen, das einen dann die Runde hilft, da mehr Punkte zu machen oder eine bessere Aktion. Hört sich auf jeden Fall gut an. Ich spiele immer Whale of Eternity immer noch gerne. Ich habe, glaube ich, immer noch nicht alle Kombinationen entdeckt. Da jedes Mal beim Spiel fällt mir irgendwie noch was anderes auf, was ich wieder machen kann. Ich versuche wieder andere Karten zu kombinieren. Macht mir mega Spaß. Und die Erweiterung, 28 neue Kreaturen und Artefakte kommen noch hinzu. Hört sich sehr interessant an. Allerdings werde ich wohl auf die deutsche Ausgabe warten, denn wir haben ja schon ein bisschen Text drauf und Chinesisch kann ich nicht, Englisch könnte ich, aber wie gesagt, ich denke mal, das wird es auch bald in Deutsch geben. Werde es mir aber auf jeden Fall auf der Messe mal anschauen. Dann wird es fürs Spiel des Jahres eine Erweiterung geben, und zwar Skyteam Turbulenzen. In Englisch heißt es jetzt Turbulenz und das Ganze bringt uns 20 neue Szenarien rein. Und dadurch auch neue Regeln. Für alle, die ihr ursprüngliches Sky-Team schon durchgespielt haben, ist das sicherlich hier eine interessante Sache. Hier können wir so ein bisschen das Material sehen. Natürlich darf nicht so viel gespoilert werden bei den Szenarien, aber wir sehen schon, es gibt neue Flughäfen. Und hier haben wir hier diese Höhenmeter anzeigen. Und hier sind auch irgendwie neue Plättchen mit so Glocken. Keine Ahnung, was reinkommt. Wie gesagt, darf nicht so viel gespoilert werden. Deswegen nur kurz. Auch eine Erweiterung, wo ich sehr gespannt drauf bin. Skyteams Turbulenzen. Ihr seht, momentan steht da noch nicht was drin, der Kosmos da draus bringt, aber ich gehe mal stark davon aus. Da wird es eine Erweiterung für die Weiße Burg geben, ebenfalls ein klasse Spiel vom letzten Jahr. Ja, also ganz viele tolle Spiele bekommen jetzt dieses Jahr eine Erweiterung, und zwar die Teezeremonie. Teezeremonie ist ja ein Herzstück der japanischen Kultur und dort glaubt man, dass der Tee im 13. Jahrhundert aus China kam und alle gesundheitlichen Probleme bei Mönchen löst, die ihn trinken. Prima, wenn es so wäre, dann haue ich mir auch mal gleich eine Tasse rein. Und bei der Weißen Burg Teezeremonie kommt ein neuer Ort hinzu, der Teeraum. In diesem Teeraum müssen wir wohl gute Plätze einnehmen, um unser Ansehen am Hof weiter zu steigern. Außerdem haben wir da wohl jede Runde eine extra Aktion. So stand zumindest da drin, weil ich jetzt so entziffern konnte. Bin ich mal gespannt. Hier sieht man so ein bisschen das Material, aber ich glaube, da ist auch ein Material vom Grundspiel noch dabei. Naja, ich bin mal gespannt, wie die aussieht, wie die ausfällt. Grundsätzlich kann man ja sagen, gerade von Devir Games, die Preise sind ja sehr kulant für die Spiele. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die Erweiterung auch so viel teurer sein wird. Ja, von daher lasse ich mich mal überraschen. Auf Deutsch kommt die auch wieder von Kosmos, das steht schon fest. Ich glaube, weiß nicht, ob die zur Messe auch schon ist auf jeden Fall schon angekündigt. Dann noch eine Erweiterung für meiner Meinung nach ein tolles Spiel. Und zwar gibt es für Ancient Knowledge die erste Erweiterung Heritage. Diese Erweiterung bringt uns erstmal 16 Solo-Karten, mit denen man eine Kampagne spielen kann. Man wählt wohl zu Beginn 1 bis 5 Ziele aus, die man erreichen will. Und die kommen auf die Artefaktfelder. Das heißt, man kann, wenn man Solo spielt, keine Artefakte spielen, versucht aber diese Ziele zu erfüllen. Zusätzlich bringt die Erweiterung uns noch 36 neue Baumeisterkarten und 12 neue Technologiekarten, die man mit in den Stapel mischen kann. Und dadurch hat man 25% mehr Karten. Hier sieht man einmal das ganze Material. Ja, ist wohl schon eine Menge. Bin ich mal gespannt drauf. Auch hier werde ich natürlich auf die deutsche Version warten. Denn es gibt ja hier einiges an Text auf den Karten. Ja, man kommt zwar klar, auch mit Englisch, mit den Symbolen und so. Aber besser als wenn man die deutsche hat. Zumal wenn man die deutsche Grundversion hat, denke ich, sollte man auf die deutsche Version warten. Die wird bestimmt nicht so lange auf sich warten lassen. Ancient Knowledge Heritage.
Und dann sind wir schon bei meiner letzten Erweiterung, die ich euch zeigen möchte. Und zwar die Erweiterung für Planet Unknown Supermoon. Der Ganze lief ja wieder im Kickstarter. Und diese Erweiterung bringt einiges mit. Da ich mir das alles nicht merken kann, habe ich mir das mal aufgeschrieben. Zunächst mal bringt die Erweiterung wohl einen eigenen Mond mit. Deswegen Supermoon. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, die Teile, die er nimmt, auf seinem Planeten zu platzieren oder aber auf seinem Moon, also auf seinem Mond. Auf diesem Mond wird es wohl einen 3D-Mini-Satelliten geben, der dabei hilft, die Meteoriten zu beseitigen. Und auf dem Mond kann man natürlich auch einen Rover einsetzen. Durch diese Supermoon-Erweiterung wird die Netto-Spielzeit des Grundspiels ein bisschen erhöht. Wenn man vorher von 65 Minuten gesprochen hat, wird das Ganze jetzt auf 80 Minuten verlängert. Das kommt daher, da diese Erweiterung viele neue Strategien mitbringt. Zusätzlich kommen Bergungsplättchen im Spiel. Das sind Plättchen, die jedem Spieler zur Verfügung stehen. Und anstatt einen von der Susan aus der Mitte zu nehmen, kann man auch diese Bergungsplättchen einsetzen. Und zu guter Letzt bringt die Erweiterung natürlich einen neuen Planeten mit und ein neues Unternehmen, damit man noch mehr Varianz hat, um die ganzen Sachen zu kombinieren. Eine sehr umfangreiche Erweiterung. Keine Ahnung, was die kosten wird. Ich weiß auch gar nicht, was den Kickstarter gekostet hat. Und weitere Bilder gibt es noch nicht, aber ihr seht hier, bei Strohmann wird es auch wieder in Deutsch erscheinen. Ja, ihr Lieben, das waren meine 10 Erweiterungen. Kann ich sagen, gar nicht so leicht über Erweiterungen oder Spiele was zu erzählen, wenn man die selber noch nicht gespielt hat und nur anhand der Beschreibung auf der Rückseite der Spiele oder irgendwelcher Texte, die man im Internet gefunden hat, da klarzukommen. Aber ich hoffe, ich konnte euch da trotzdem ein bisschen näher bringen. Und vielleicht ist die eine oder andere Erweiterung für euch ja auch dabei. Oder vielleicht habt ihr noch einen Tipp für mich, welche Erweiterung ich mir auf jeden Fall noch anschauen sollte. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da oder ein Like, ja. Und dann drückt mal auf die Glocke. Habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Fiel mir gerade mal jetzt so ein. Dann sehen wir uns in einer der nächsten Videos. Vielleicht wieder eine Messevorschau, vielleicht irgendwas anderes. Hauptsache, ihr schaut wieder rein. Euer Olli vom Brettspiel Teddy. Tschüssi.